Ein Untertischwasserionisierer wird entkalkt. Es ist, ich kann sagen, fast unser meistverkauftester Wasserionisierer, der EOS Revelation. Der Ionisierer ist normalerweise unter der Spüle, nicht in meinem Beispiel. Er hängt über der Spüle, könnte also sozusagen in einem Spülschrank auch aufgehängt werden. Und wenn hier das Wasser dünner wird und hier das Wasser so richtig zu viel wird, dann ist es Zeit zum Entkalken. Dazu benötigen Sie eine Pumpe, egal welche, Zimmerbrunnenpumpe, Tauchpumpe für Aquarien und diesen dicken Schlauch. Ohne dem können Sie es nicht machen, weil Sie müssen sozusagen an die Verbindung hier, wo das saure Wasser rauskommt, müssen Sie drauf. Falls es dann doch mal nicht gehen sollte, können Sie immer noch hier das Ganze weich machen. Und dann geht es auch leicht. Das heißt, hier über den kleinen Auslass geht es so beim Stutzen und über den großen wird es auch gehen, wenn Sie es ein bisschen weich machen. Ich probiere es jetzt mal, um das Extreme zu zeigen und siehe da, es hat geklappt. Sogar über den großen habe ich die Pumpe drüber bekommen. Die sollte auch gut drauf sitzen oder dementsprechend kürzen, je nachdem was für ein Podest Sie wählen. In dem Fall wähle ich jetzt gar kein Podest und versuche das Ganze schon so, dass es nicht wieder rauskommt, da drüber zu stülpen. Was mache ich, damit die Luft hier aus dem Abwasserschlauch rausgeht? Starte ich noch ein letztes Mal das Ganze. Oh, so rum geht es gar nicht mit diesem Behälter. Das ist der falsche Behälter. Wir nehmen nochmal die Pumpe weg, weil wir müssen natürlich an beiden auslassen. Ich habe schon hier Zitronensäure vorbereitet praktisch. Genau, jetzt haben wir es. Jetzt starte ich das Gerät einmal kurz mit der gefilterten Version und stopp's, damit die Bläschen aus diesem Schlauchstück rausgelangen. Er wird nochmal kurz starten, wegen seiner Selbstreinigung oder auch nicht. Und jetzt stecke ich die Pumpe an und siehe da, die Pumpe pumpt die Zitronensäure hier durch, rein, über die Schläuche rauf ins Gerät, durch die Elektrolysezelle durch und wieder zurück über den Abwasserschlauch, das saure Schlauch und heraus. Er kann nicht weiter zurück. Das ist die Entkalkung. Jetzt lassen wir das praktisch ungefähr 4 Stunden laufen. Wir können es auch nur 2 Stunden laufen lassen. Bei dem Untertischgerät gibt es selten Komplikationen, wo Sie mal auf den On-Off-Knopf drücken müssen mit gereinigtem Wasser-Modus und dann wieder stoppen nach 2-3 Sekunden, weil sich Luft angesammelt hat. Komischerweise passiert es beim Untertischgerät nicht so oft. Also ich habe es wirklich, die Untertischentkalkung ist eigentlich leichter wie die Auftischentkalkung, fast würde ich sagen. Also mir kommt so vor. Und so lässt man das Ganze jetzt mehrere Stunden laufen. Wenn man fertig ist, werde ich jetzt hier das Ganze wieder abnehmen. Was mache ich? Ich stecke zuerst wieder die Pumpe ab. Nimm die Pumpe heraus. Zitronensäurelösung weg. Starte das Ganze. Gefiltertes Wasser. Spül das Ganze so schön von der Zitronensäure weg. Man sieht, da kommt das Wasser durch die Pumpe durch. Das stört der Pumpe nicht, die Pumpe nicht. Ja. Lasse ich das Ganze so ungefähr ein paar Minuten, also ich sage mal nach einer Minute ist eigentlich schon die ganze Zitronensäure draußen, aber gerne 2 Minuten. Ich höre jetzt kurzfristig schon auf und fertig ist das Ganze. Ja. Das ist die Entkalkung eines Untertischwasserionisierers. So einfach ist es. Serviço de alto-falante, Morro do Pau da Bandeira. Quem avisa é o Zé do Caroço, amanhã vai fazer alvoroço, alertando a favela inteira. Como eu queria que fosse Mangueira, que existisse outro Zé do Caroço, pra falar de uma vez pra esse moço: carnaval não é esse colosso, nossa escola raiz é madeira.